natürlich unsere Gastronomie hier an Bord mit Getränken und Snacks zur Verfügung. Welcome on board. We're glad to have you with us today on the river Spree and we hope you enjoy the tour. Now please sit back and enjoy the ride, and if you'd like anything to eat or drink, our team here on board is at your service. Wir begeben uns zuerst in den alten Teil von Berlin und auf dem Weg dorthin können wir Ihnen entlang der Museumsinsel und des Nikolaiviertels einige historische Gebäude präsentieren. Wir werden vor der Mühlendammschleuse drehen und anschließend auch das moderne Berlin kennenlernen. First, we'll take a look at the old part of Berlin, and as we make our way over there, we'll have the opportunity to show you a number of historic buildings along the Museum Island and the Nikolai Quarter. We'll be turning around in front of the Mühlendamm Lock, and we'll then get to know modern Berlin. Unter der Weidendammer Brücke sehen Sie vorausschauend das Bodenmuseum. Wir nähern uns so langsam einem Teil der ehemaligen Residenzen der Kultur und Wissenschaft. Das erste gelbe Gebäude auf der rechten Seite in Sicht kommen, ist seit 1995 Sitz des katholischen Militärbischofsamtes. Man sieht es anhand des Signums, das Kreuz mit der kleinen Krone darauf. Das Gebäude in Höhe der Brücke auf der rechten Seite, das ist ein ehemaliges preußisches Kasernengebäude, welches 1901 für das Kaiser Alexander Garde Grenadierregiment Nummer 1 erbaut wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude stark zerstört, jedoch teilweise wieder im Original aufgebaut. Zu DDR-Zeiten war sie als Friedrich-Engels-Kaserne der Nationalen Volksarmee bekannt. Heute gehört das Gebäude mit zu den Museen auf der Museumsinsel. Behind the Weidendamm Bridge, you can see the Bode Museum in the distance. We're slowly approaching a part of the former focal points of culture and science. The first yellow building coming into view on the right has been the seat of the Catholic Military Ordinariate of Germany since 1995. Note the sign depicting a cross with a small crown on top. The buildings, even with the bridge on the right side, are the former Prussian barracks that were built in 1901 for the Emperor Alexander Guard Grenadier Regiment No. 1. During the Second World War, the building was badly damaged, but it was partly reconstructed true to the original. During the times of East Germany, it was known as the Friedrich Engels Barracks of the National People's Army. Today, the building is part of the museum. Auf der rechten Seite passieren wir das Bode-Museum, das 1904 unter dem Namen Kaiser-Friedrich-Museum eröffnet wurde. 1956 erhielt es den Namen des ersten Museumsdirektors Wilhelm von Bode. Das Bode-Museum wurde 2006 komplett restauriert und erstrahlt neu in seinem alten Antlitz. Es zeugt von dem damaligen Reichtum der Hohenzollern, denn in diesem Museum befinden sich die Kunstschätze. Hier im Bode-Museum sind das berühmte preußische Münzkabinett und eine der umfangreichsten Skulptursammlungen der Welt ausgestellt. On the right-hand side, we're passing by the Bode Museum, which was opened in 1904 under the name Kaiser Friedrich Museum. In 1956, it was renamed for the first museum director, Wilhelm von Bode. The Bode Museum was completely restored in 2006 and now once again shines in its former grandeur. It testifies to the richness of the Hohenzollern dynasty, housing its art treasures. Here in the Bode Museum are the famous Prussian coin collection and one of the largest collections of sculptures in the world.
Eindruck der alten Berliner Hinterhöfe und der ehemaligen Mietskasernen und des Hinterhofmilieus. Beeindruckend schon von Heinrich Zille im 19. Jahrhundert gemalt. Nach der S-Bahn-Brücke auf der linken Seite befindet sich der Hattische Markt mit den Hattischen Höfen. Dieses historische Stadtviertel steht für den typischen Berliner Hinterhof und enge Gassen. Heute sind dort gastronomische Betriebe eingezogen, genau wie viele Galerien. The S-Bahn City Rail Bridge on the left-hand side is Hattischer Markt, with the Hattische Höfe Sportplatz complex. In this historic neighborhood, you see severe courtyards and narrow alleys. Here you find a good number of restaurants as well as galleries, cinemas, have been bricked up and remain unused. Gleich hinter der Friedrichsbrücke der Blick zum Berliner Dom. Hier finden Gottesdienste, Ausstellungen und Konzerte statt. Der prächtig ausgestattete Innenraum bietet 1500 Besucher. Just behind the Friedrich Bridge, the view to the Berlin Cathedral. Church services, exhibitions, and concerts take place here. The magnificent interior can accommodate 1,500 visitors. Er wurde 1905 nach Plänen von Julius Raschdorf unter Wilhelm II. Nach 10 Jahren Bauzeit eröffnet. Gestützt von 78 Sandsteinsäulen befindet sich direkt unter dem Berliner Dom die Hohenzollern-Gruppe. Dort befinden sich 94 prunkvolle Sarkophage und dokumentieren die Grabkultur ab dem 5. Jahrhundert. It was opened in 1905 after 10 years of construction according to plans of Julius Raschdorf under Wilhelm II. Supported by 78 sandstone columns, the Hohenzollern crypt is located directly below the Berlin Cathedral, where there are 94 magnificent sarcophagi that document the burial culture of the 5th century. Hier an dieser Stelle prägte es fast 500 Jahre das Antlitz der Altstadt. Bedauerlicherweise wurde es im Krieg ebenfalls fast komplett zerstört. 1950 wurde die Ruine dann gesprengt. In den 70er Jahren wurde dort der Palast der Republik errichtet. Wegen Asbestverseuchung wurde der Palast 1990 geschlossen und letztlich 2009 abgerissen. Nun ist an dieser Stelle das Humboldt-Forum, in der Form dem ehemaligen Berliner Stadtschloss originalgetreu nachempfunden. On the right side, our journey takes us along the former site.
Vor uns sehen Sie die Moabiter Brücke. Sie verbindet die Stadtteile Moabit und das Hansaviertel. Sie wird auch wegen der 4 Bronzebären die Bärenbrücke genannt. Diese Bären sind allerdings nicht mehr die Originalbären. Diese wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen und für die Rüstung und Waffenindustrie verwendet. Erst 1981 bekam die Brücke neue Bärenskulpturen. In front of us, you can see the Moabit Bridge. It connects the districts of Moabit and Hansa Quarter. It's also called the Bear Bridge because of the 4 bronze bears. However, these bears are no longer the originals. They were melted down during the Second World War and were used for the armament and weapons industry. The bridge didn't get new bear sculptures until 1981. Auf der rechten Seite befindet sich der Spreebogen und das Gebäude mit den 2 Türmen ist der ehemalige Sitz des Bundesinnenministeriums. Dort arbeiteten fast 1000 Mitarbeiter. Außerdem befinden sich dort Ladenpassagen, Hotels, Restaurants und Büros. On the right side is the part of the river called the Spreebogen. And the building with the 2 towers is the former headquarters of the Ministry of the Interior. 950 employees worked there. There are also shops, hotels, restaurants, and offices. Die Klinkerbauten auf der rechten Seite sind neu entstanden und dahinter befindet sich das Areal der ehemaligen Meierei Bolle. Die Meierei Bolle lieferte seit 1900 erstmals pasteurisierte Milch an die Berliner Haushalte und damit ging die Säuglingssterberate zurück. Heute werden die Räumlichkeiten als Event-Location, die Bolle-Festsäle, angeboten. The brick buildings on the right-hand side are new, and behind them are the plots of the former Bolle Dairy Farm. Starting in 1900, the Bolle Dairy Farm was the first to supply pasteurized milk to Berlin households, and that helped to reduce the infant mortality rate. Today, the premises are used as an event location called the Bolle Festival Halls. Der Turm auf der rechten Seite ist ein ehemaliger Saugförderturm zum Be- und Entladen von Schiffen. Er wurde saniert und heute haben sich Computerfirmen dort niedergelassen. The tower on the right side is a former suction and hoist tower for loading and unloading ships. It was renovated and now it's home to a number of computer companies. Die Lessingbrücke wurde im Krieg zerstört und in den 80er Jahren neu aufgebaut. Sie war früher eine Holzbrücke, wurde dann 1902 durch eine massive Stahlkonstruktion ersetzt. The Lessing Bridge was destroyed in the war and rebuilt in the 1980s. It used to be a wooden bridge, but was replaced by a massive steel construction in next to the Auf der linken Seite befindet sich das neue Hansa-Viertel, das 1957 eröffnet. 36 Entwürfe von 53 Architekten aus 13 Ländern trugen zum Bau des neuen Hansa-Viertels bei. Das alte Hansa-Viertel wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört und es war nach dem Krieg das größte zusammenhängende Trümmerfeld hier in der Stadt. On the left side, you'll find the new Hansa Quarter, which was built in 1957. 36 designs by 53 architects from 13 countries contributed to the construction of the new Hansa Quarter.
The old Hansa Quarter was almost completely destroyed in the Second World War, and after the war it was the largest contiguous rubble field. The old Hansa Quarter was almost completely destroyed in the Second World War, and after the war it was the largest contiguous rubble field here in Berlin. Nun werden wir wenden und fahren zu unserem Ausgangspunkt zurück. Genießen Sie die Fahrt und später auf unserem Weg bekommen Sie weitere Fahrinformationen. Now we'll turn around and drive back to our starting point. Sit back, relax, and we'll give you some more interesting facts on the way back. Und in der Nachkriegszeit wurden wegen Kohleknappheit die Bäume und Sträucher verheizt und auf den Flächen wurden Kartoffeln und Gemüse angebaut. Der Tiergarten wurde dann in den 50er Jahren mit Spenden von westdeutscher Städten wieder aufgeforstet und ist heute ein beliebtes Naherholungsgebiet. On the right side, you see the Tiergarten Park. In the 16th century, this was the hunting ground of the electors of the state of Brandenburg. But around 100 years later, Frederick the Great had it transformed into a park for the people. During the Second World War, the beautifully designed Tiergarten was terribly damaged by bombing. And in the post-war period, when coal was in short supply, the trees and bushes were used as fuel, and potatoes and vegetables were grown on the land. The Tiergarten was then reforested in the 1950s using donations from West German cities. Today, it is a popular local recreation area for Berliners. Auf der rechten Seite befindet sich das Haus der Kulturen der Welt oder auch bekannt als Kongresshalle. Dieses Gebäude wurde als amerikanischer Beitrag 1957 auf der internationalen Bauausstellung Interbau präsentiert. Der Architekt Hugh Stibbons erschuf ein sehr offenes und demokratisches Gebäude, das als Symbol für die deutsch-amerikanische Allianz gilt. 1980 stürzte wegen Konstruktionsmängeln das Dach ein, es wurde jedoch wieder aufgebaut. Wir Berliner nennen sie auch gerne schwangere Auster, andere sehen wiederum in dem Gebäude auf das markante und breite Grinsen des ehemaligen US-Präsidenten Gedenkstätte im Regierungsviertel. Sie sehen im Erdgeschoss das Mauermahnmal und einige Reste der Berliner. A look ahead to the so-called Federal Ribbon. The urban planning is supposed to symbolize the reunification of Germany and Berlin, since the buildings are connected to the footbridge via the banks of the Spree. The building on the right, the Paul-Löbe building, is the place of work for members of parliament, as well as for the 23 Bundestag committees. Due to its location, the Marie-Elisabeth Lüders building has also become an official memorial site in the government quarter. On the ground floor, you can see the Wall Memorial and some remains of the Berlin Wall. Auf der rechten Seite vor dem Reichstagsgebäude sehen Sie einige Kreuze mit den Namen der Menschen, die an der ehemaligen Mauer ihr Leben ließen. Ein Teil dieser Freitreppe wurde mit dunkel betonierten Stufen versehen, als Zeugnis für den ehemaligen Mauerverlauf. Das historische Gebäude rechter Hand ist das Reichstagspräsidentenpalais, Sitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Daran anschließend das Jakob-Kaiser-Haus. Dort befinden sich seit 2007 die Parlaments- und Abgeordnetenverwaltung des Deutschen Bundestages und die Fraktionen mit ihren Büros.
On the right side of the Reichstag building, you see a number of crosses with the names of people who lost their lives on the Berlin Wall. A part of the staircase was built with dark concrete steps to show where the course of the Berlin Wall once was. The historic building on the right is the house of the Speaker of the Reichstag and now seat of the German Parliamentary Society. Directly adjacent is the Jakob Kaiser building. This is where the offices of members of parliament as well as administrative staff of the German Bundestag and the offices of the parliamentary groups have been located since 2007. Library and the Untitled University. The red sandstone building on the right with the magnificent facade of the so-called Clippers office and commercial buildings just in the same. このツアー素敵やな。うわ、これはすごい。This whole part of the Spree we're traveling along here, starting from Prenzlauer Berg, was a border area between East and West Germany until 1989. The bridge in front of us, the Marshall Bridge, was the last bridge in East Berlin and a crossing point of the Berlin Wall. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde er stark zerstört und wurde in den 60er Jahren wieder aufgebaut. Die begehbare Glaskuppel, von den Berlinern liebevoll Denkbeule genannt, wurde erst 1999 errichtet. Seitdem ist der Reichstag auch offiziell Sitz des Deutschen Bundestags. In front of us, we now see the Reichstag. It was built in 1894 according to plans by Paul Ballot. During the First and Second World Wars, it was heavily destroyed and was then rebuilt in the 1960s. The accessible glass dome was not added until 1999. Below it is the seat of the German Bundestag. The Border Museum was completely restored in 2006 and now once again shines in its former grandeur. すごい綺麗。 To the richness of the Hohenzollern dynasty, housing its art treasures. Here in the Border Museum are the famous Prussian coin collection and one of the largest collections of silver. Shining bright for us.